Und dann sage ich, ich bin ja jetzt seit einer Woche Rentner. Genau, und sollte sich jemand mal mit dem Gedanken anfreunden wollen, so ein Geschäft zu übernehmen hier in Ecuador. Ja, man muss deutsche Würste mögen und deutsches Bier, oder ist keine Voraussetzung? Nein, das ist keine Voraussetzung. Voraussetzung ist, dass man sich mit so einer Geschäftsidee identifiziert. Wir sind heute in der Finca Sommerwind, wo uns der Besitzer Hans seine Finca zeigen wird. Dann danke Hans, dass du uns heute deine Finca zeigst. Wir haben jetzt letzte Woche schon ein Interview gemacht mit dir für die Overlanders, aber ich glaube, es besteht noch sehr viel mehr Interesse, dass die Leute hier deinen wunderschönen Platz sehen. Ja, wie du siehst, sind wir im Moment ganz gut belegt. Ja. Mit vielen Overländern aus vielen Ländern. Dadurch ist die Finca eigentlich erst bekannt geworden. Die Finca Sommerwind war eigentlich der erste und ist bisher immer noch der erste offiziell registrierte Campingplatz für die Overländer von Alaska nach Argentinien. Wie du siehst, hat sich das mittlerweile rumgesprochen. Ja. Und ja, vor der Pandemie hatten wir 30 Overländer so im Monat. Jetzt ist es ein bisschen die Hälfte, aber es scheint sich wieder so ein bisschen zu aktivieren. Schön, das ist gut. Ja, jedem hier gefällt es, mit dem ich spreche. Die meisten Leute sind hier zum Campen. Es sind auch einige Leute in den Tiny Houses und in den Cabanas, ne? Ja, das ist richtig. Gut, von den Overlanders, die 95%, die hier hinkommen, haben Probleme. Und sie wissen, dass sie hier einige Hilfestellungen bekommen können, entweder mit dem Motor, mit dem Chassis, mit der Gesundheit oder mit den Papieren. Ja. So, aber verschiedene wollen eben auch, oder auch die Touristen hier aus der Umgebung am Wochenende ein bisschen hier entspannen mit der Sicht auf die Vulkane, auf den See. Schön. Deshalb haben wir diese Tiny Häuser, 2 Stück, und da oben 4 Cabañas. Super. Möchtest du uns irgendwas genauer zeigen? Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen hochgehen, Ja. haben wir heute gerade wieder, eigentlich ist zwar jetzt ein bisschen Regenzeit, in Anführungsstriche, Ja. aber wir haben eine super Sicht jetzt auf die Vulkane. Das ist der Cotacachi. Wenn wir gleich noch ein bisschen höher gehen, sehen wir den Imbabura. Und ja, es gibt einige Monate, wo das praktisch tagsüber diese gesamte Andenkette komplett frei ist. So, dann geht es hier weiter nach oben. Hier sind unsere österreichisch-kolumbianischen Freunde. Hier sind Brasilianer. Von welcher Nation kommen eigentlich die meisten Camper? Das ist im Moment so unterschiedlich. Also es sind natürlich viele Europäer, Deutsche, Schweizer, Österreicher. Aber wir haben Brasilien, Chile, viele Amerikaner. Aber wie du siehst, Franzosen, Südafrika, Curaçao. Also es ist ganz Wahnsinn. durchmischt. Ja, super. Was mir bei dir hier besonders gut gefällt, ist die Barbecue Area. Ja, die werden wir heute Abend wieder benutzen, Genau, weil irgendeiner von den Reisenden uns eingeladen hat für ein Barbecue. für ihren letzten Abend. Für den letzten Abend. Gut, das ist also der Barbecue-Platz, den wir schon oft genutzt haben oder den wir auch vermieten. Ja. Hier gibt es immer wieder Feste, Hier gell? gibt es Festlichkeiten mit Feuer und Grill, Musik, Wasser und der gesamten Infrastruktur, was man so braucht. Schön. Sehr gut. Und mit einer guten Sicht. Und auf wieder der Sicht, genau. Sind irgendwelche Tiny Häuser offen? Vielleicht kannst du was drüber erzählen? Ja, gut, das Thema Tiny House, das hat uns hier vor 2 Jahren irgendwie erwischt mit einem Amerikaner, der uns erzählt hat, was eigentlich ein Tiny House ist oder wo das herkommt. Mittlerweile wissen wir das, dass das in den Staaten, also seit 2005 existiert dieses Thema. Mittlerweile ist es nach Europa geschwappt und ich wollte hier gerne eins der ersten
Tiny House Communities gründen in Ecuador. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Tiny House. Das war das erste, das zweite ist verkauft und das ist das dritte. Das ist eher für Pärchen, fürs Wochenende. Und also seit die hier existieren, sind die jedes Wochenende ausgebucht. Super, ja, sehen super aus, gefallen mir. Wann hattest du begonnen mit der Idee, die Tiny Houses zu bauen? Ja, also vor 2 Jahren haben wir die Idee gehabt. Dann habe ich mich mit jemandem zusammengetan, der das Kapital mit investiert hat. Und so ein Tiny House braucht ungefähr 3 bis 4 Monate zum Bauen. Und ja, das Design haben wir uns selbst ausgedacht und haben hier einen örtlichen mit einem Schreiner das erstellt, der mittlerweile auch Erfahrung hat, diese Tiny Häuser zu bauen. Sehr schön. Möchtest du mir das oben hier zeigen? Da gibt es noch mehr. Wann hast du die Treppe hier gemacht? Vor einem Jahr, Ah ja, nachdem wir das hier gebaut haben. praktisch. Du hast doch hier mehr Stellplätze, oder? Für Camping. Ja, wir haben also hier, da unten das meistens belegt ist Ja. durch die Overlander und die großen Fahrzeuge, haben wir hier 3 verschiedene Plattformen erstellt. Hamburgo. Genau, die haben alle ihren eigenen Namen, damit man sie zuordnen kann. Und das sind dann eher für kleinere Zelte, für Pärchen, für Wochenende, für Familie, die hier aus Quito oder aus der Umgebung mal ein kleines Zeltabenteuer machen möchten. Ah ja, aber auch für Auto, oder? Das Auto kann hier stehen. Jede Plattform hat Stromanschluss, Wasser, Grillplatz, Beleuchtung, Super. Internet bis ja, in den oberen Bereich. Ja, wir benutzen das Internet immer, ist sehr stabil und meistens so um die 15 Megabit über die ganze Campsite. Ne? Das ist, hat eine gute Abdeckung. Ja, ohne Internet geht leider heute nichts mehr. Ja, wir wären wahrscheinlich nicht so lange hier, wenn das Internet nicht geht. Richtig. Möchtest du verschnaufen oder möchtest du weitergehen? Nö, Oder? weiter. Ja, dann, was ist das nächste? Ich finde die Veranda von der Granadilla, Das ist die Mandarina, Mandarina ganz schön. Ja? Und die Cabañas sind schon älter als die Tiny Houses. ja? Richtig. Das war auch eine Idee, die nicht geplant war, weil ein Overlander einen Motorschaden hatte und der wollte halt nicht in der Werkstatt schlafen. Und dann haben wir uns entschlossen, dann eine Cabana zu bauen für Leute, die eben dann eben hier länger bleiben. Ja. Aber nicht nur für Overländer, sondern eben auch für Gäste, die das Wochenende hier verbringen. Ah ja, Aber wir vermieten sie auch für Langzeit. Ich habe den Michael da oben seit 2 Jahren. da wohnt jemand seit 2 Jahren? Wohnte ja. Ah, damals, ja. Das ist die Mandarina. Sogar offen. Schön. Ja, das ist also die Mandarina. Kannst du gerne mal von innen beschauen. Hat ein großes Bett, oder? Größer Ja, als das ist ein die anderen? Doppelbett Schön. mit Duschbad. Schick. Schick. Und manche haben auch Küche, oder? Manche, die größeren, die noch ein Einzelbett dazu haben, haben dann eingebaute Küche mit Kühlschrank. Und alle haben eine Terrasse. Und die Sicht hier, ne? Und das ist eben halt die Aussicht. So, wo ist jetzt Ibarra? Ibarra ist praktisch direkt hier hinter dem Hügel. Ja? Und das ist der Cotacachi, der Imbabura. Und direkt hinter dem Imbabura ist Otavalo. Man kann also einmal rumfahren und dann ist man auf der anderen Seite in Otavalo. Ah ja. Und da hinten ist diese Spitze ist der Fuya Fuya. Und dort, wo die Wolken sind, geht es dann runter ins Val de Intac. Aha. Und wenn man dann weiterfährt, kommt man dann auch irgendwann nach Mindo. Nur das ist eine sehr schwierige Strecke. Da sollte man lieber über Quito fahren. Aha. Aber in Ibarra wird jetzt alles so erledigt, was die Camper hier zum Einkaufen brauchen oder Mechaniker und so, oder? Also in Ibarra ist im Prinzip alles zu bekommen. Wir haben Schweißer, Elektriker, Hospital, die Migration, die Aduana ist hier
Es gibt Möglichkeit, die Karosserie zu erledigen. Also eigentlich haben wir hier schon die dollsten Sachen fertiggestellt für die Overlander. Ja, und ungefähr 20 Minuten oder 15 Minuten mit dem Also Auto? mit dem Auto sind es eigentlich, ich sag mal, maximal 12 Minuten ins Zentrum. Sind 7 Kilometer bis ins Zentrum. Ja, na, sehr gut gelegen. Was mir auch besonders hier gefällt, dass es hier so leise ist, weil die Leute da bei einem Schranken vorbei müssen, um zu dir zu kommen, oder? Ja gut, ich meine, diese Straße um den See Ja. war früher 1968 die einzigste internationale Rennstrecke in Ecuador. Die haben sie dann irgendwann geschlossen und man hat diese kleine hier gebaut. Die wird nicht sehr oft frequentiert, ab und zu ist mal was los. Ja. Aber die Straße um den See ist halt eben noch eine Privatstraße und wird auch von der Renngesellschaft instand gehalten. Deshalb gibt es die von morgens bis abends, also von 8 bis 20 Uhr bezahlt man ein einziges Mal 50 Cent. Und wenn man dann das Ticket immer wieder vorhält, braucht man nichts mehr zu zahlen. Das gilt für alle oder nur deine Gäste? Das gilt für alle meine Gäste. Ah ja, Restaurant und Camper? Restaurant nicht, aber Ah für ja. die Camper. Ah ja, Ticket herzeigen und man kommt immer gratis durch, Richtig. nur einmal 50 Cent Genau. zahlen. Ja, sehr gut. Gehen wir weiter? So, was zeigst du uns jetzt? Ja, wir gehen jetzt zu unserem Wasserreservorio. Wie du siehst, ist diese Umgebung hier eigentlich eine sehr trockene Flora. Es gibt hier auch kein Wasser, es gibt kein Grundwasser, wovon ich ursprünglich eigentlich ausgegangen bin vom See. Also haben wir dann eine Wasserleitung gezogen, um dieses gesamte Grundstück auch bewässern zu können. Denn ohne Wasser machst du hier gar nichts. Ja, das heißt, du benutzt dein Wasser wofür? Ja, wir haben also die Wasserrechte von in der Nacht und wir bekommen das Wasser von 18 Uhr bis morgens um 6 Uhr. Das wird geöffnet oben an einem Eingang von einem Fluss und dann bekommen wir die ganze Nacht dieses Wasser in dieses Reservorio und füllen das und können es tagsüber nutzen. Ohne das Wasser wäre die Finca nicht möglich. Okay. Jede Menge wow. Kaulquappen. Das wird also demnächst ein großes Froschessen werden hier. Ja, der wartet schon, schau. Der wartet schon, weil die werden jetzt alle, die fangen an zu schlüpfen. Ja. Und dann, wenn sie rauskommen, haben wir hier rundherum diese weißen Fressgäste, Ja. weil sonst wäre das eher eine Froschplage. Aber bisher hat sich das erledigt. Die Natur gleicht aus. Bitte? Fische auch? Nein. Könnte man reintun? Oder? Könnte man, das Ding ist nur, dieses Wasser kommt von 5 Kilometer und ab und zu, wenn es stark regnet, kommen sehr viel Sedimente mit. Auch wenn wir es absperren, haben wir es trotzdem mit. Also wir müssen es 1- bis 2-mal im Jahr müssen wir das reinigen, das Reservoir, komplett leeren und dann reinigen. Und was machst du dann mit den ganzen Fischen? Ja. Ja, also hier an dieser Stelle, in dieser Ecke, wenn wir gleich runter sehen, kann man das sehen, herrscht ein Mikroklima. Wir sind also circa, ich sag mal, 40 Kilometer von der Äquatorlinie entfernt. Aha. Das heißt, hier kann sich das Wetter nicht ändern. Wir haben 360 Tage Frühling. Es ist immer gleich 24 Grad. Es gibt kein Hoch, kein Tief. Aber es gibt Regen. Aber es gibt Regen und es gibt keinen Regen. Aber man weiß nicht, wann das ist, weil diese Wettervorhersage hier gilt für diese Ecke absolut nicht. Wir haben zwar jetzt Regenzeit, aber wir haben strahlenden Himmel. Ja. Ansonsten Ecuador, ja, was hat Ecuador? Es ist ein ganz kleines Land. Die meisten wissen eigentlich gar nicht, was es ist. Und was eben das Besondere ist an Ecuador, du fährst 2 Stunden und bist an einem total anderen, an einer anderen Ecke. Ja. Entweder fährst du 2 Stunden Richtung Küste, dann kommst du in den Dschungel, in den Regenwald, fährst eine Stunde weiter, bist du am Pazifik, fährst du nach Quito, bist du an einer modernen Metropole Ja. von großen Shopping-Malls, allen möglichen Institutionen, Botschaften und was weiß ich. Fährst du 2 Stunden weiter, kommst du Richtung Amazonas und fährst du nochmal 2 Stunden weiter, dann bist du bei den Leuten mit der Ringe durch der Nase.
Und hast du da irgendjemand, der dir hilft, Gärtner oder so? Ja, ich habe also einen Hausmeister, der ist hier 5 Tage die Woche angestellt und einen Gärtner, der kommt jeden zweiten Tag, weil wenn es regnet, kommst du gar nicht so schnell zum Mähen, Ja. wie das Gras wächst. Ja. So, jetzt gehen wir da durch. Wo sind wir jetzt? Ja, jetzt sind wir auf der praktisch an der Grundstücksgrenze hier. Die Grundstücksgrenze geht hier in diesen kleinen Canyon hoch Ja. und mitten im Berg geht sonst eine horizontale Linie. Das ist praktisch die Grundstücksgrenze. Da oben ist also eben sehr viel trocken. Man könnte hier noch ein bisschen was an Terrassen machen, Ja. aber im Moment ist da kein Projekt vorgesehen. Und das ist der Weg, der hier auch zu den Cabañas hochführt. Und dann können wir jetzt mal runtergehen Ja? an der Grundstücksgrenze entlang. Okay. Die Grundstücksgrenze hat auch keinen Zaun. Und wenn man sieht, braucht man das auch nicht, weil Ist, das ist eine dicht natürliche, da kommt eigentlich keiner durch. ja. So Hans, du hast gesagt, du hattest hier etwas geplant. Ja, in diesem Grundstücksteil, das sind ungefähr 7 Hektar, die im Moment zum Verkauf stehen, hatte ich eigentlich geplant eine Tiny House Community. Der Plan ist komplett fertig, aber dann kam die Pandemie und jetzt fehlt das Kapital. Das heißt, hat die gleiche Größe wie drüben oder größer? Nein, das ist größer. Drüben haben wir nur 2 Hektar, das sind hier 7 Hektar zum Verkauf. Das untere Teil ist, im Prinzip ist alles zu bebauen, weil es jetzt Bauland baurechtlich erschlossen worden ist. Man darf also jetzt hier überall bauen. Zwar nur 1 bis 2 Stockwerke hoch und entsprechend hier ein Design, was sich der Landschaft anpasst. Ansonsten dem Tourismus stehen hier alle Wege offen. Das heißt, das wäre auch in deinem Sinn, wenn das vielleicht touristisch weitergeführt wird? Natürlich, das wäre natürlich dann das Nonplusultra. Und wenn jemand sich ja für sowas interessieren würde, kann ich ihm nur beratschlagen, das jetzt bald möglich zu tun, weil aufgrund, ja gut, das ist eine philosophische Einstellung, eine Philosophie von mir. Ich sag mal, wer jetzt ein Gartengrundstück oder ein Grundstück im Campo hat, kann eigentlich nur gewinnen. So Hans, du hast jetzt das Camping für Overlander, du hast die Cabañas, Tiny Houses, du hast Restaurant, Café. Ja. Womit machst du die meisten Einnahmen? Ja, das sind praktisch drei verschiedene Standbeine. Das eine ist vom anderen abhängig, aber das größte Standbein ist schon das deutsche Café, das eben doch hier, da wir das einzigste deutsche Café mit deutschem Biergarten sind in der ganzen nördlichen Provinz, Ja. kann man sagen, dass das eigentlich das größte Geschäft ist. Für Einheimische genauso oder für Touristen? Für Einheimische und für Touristen, Ja. also alles was kommt. Ja, jeder liebt dein Essen und dein Bier, oder? Ich hoffe das, deshalb sind wir hier. Ja. Ja, na, das Essen ist sehr gut. Dein selbstgemachtes Brot ist bei allen Deutschen, glaube ich, sehr beliebt. Ja, das wird auch jeden Tag frisch gebacken. Und Kuchen. Und Kuchen machen wir auch, Ja. genau. Brezeln, genau. Brezel, richtig. Dein Wein, dein Schnaps. Schnaps, genau. Ja, bei dir gibt Also da immer gibt es was. schon einige Leute, die so von Mexiko oder von Chile kommen und sich hier noch für eine deutsche Currywurst freuen. Ja, wirklich? Die recherchieren das. Wo kann man was deutsches Essen finden? Oder? Nein, ja gut, in den einschlägigen sozialen Medien der Overländer ist es wohl schon bekannt, dass man hier Currywurst und Leberkäse bekommt. Ja, Ja, ja. die Cabañas werden also auch, im Prinzip kann man sagen, dass die Cabañas und die Tiny Houses fast jedes Wochenende sehr gut gebucht sind. Es gibt kaum ein Wochenende, wo hier keiner ist. Ja. Das hängt davon zusammen, dass viele Leute aus der Stadt, aus Quito, am Wochenende raus wollen. Ja. Es hängt damit zusammen, dass auch manche Leute sich hier in Ecuador was suchen und dann eine Cabaña mieten, um sich hier überhaupt erstmal zurechtzufinden. Ja. Die Tiny House, das ist was ganz Neues. Das ist wie soll ich sagen, da sind die Äquatorianer sehr neugierig und im Prinzip kann man sagen, dass die Tiny Häuser zu 100%
ausgebucht sind, jedes Wochenende. Das heißt, die hast du einmal gebaut und seitdem brauchen die eigentlich... Die brauchen, Nicht mehr viel, nein, die werden natürlich jedes Mal gereinigt. Ja. Man muss ein bisschen Maintenance machen, Wartung, Instandhaltung und das ist es. Ja, wir haben gesehen, es kommen auch immer wieder die gleichen Gäste, ne? Deine Stammgäste, die so einmal im Monat oder so kommen. Ja gut, es gibt einige Stammgäste hier, die, oder wie anders gesagt, es gibt hier in Ibarra sehr viele Brauereien, die aufgemacht wurden und selbst gebrautes Bier produzieren. Ja. Das aber natürlich lange nicht den Geschmack und die Qualität hat wie ein deutsches Bier. Und verschiedene Leute wissen das zu schätzen Ja. und dann kommen sie halt. Und das macht es aus, die Stammgäste. Viele fahren sonntags morgens oder samstags morgens um den See mit dem Fahrrad, frühstücken hier, fahren dann weiter. Das sind Leute, die öfters hier kommen. Ja, es ist ein schönes Wochenende, bisschen Freizeitaktivitäten, gutes Essen, entspannen in der Natur. Genau, und man kann hier um den See unheimlich viele Aktivitäten machen. Und von hier aus, wenn man hier, ich sage immer, man kann also hier locker 1 oder 2 Wochen bleiben und jeden Tag einen abenteuerlichen Ausflug in ein anderes touristische Ecke machen. Was viele Leute gar nicht wissen. Hans, möchtest du uns dein Restaurant zeigen? Ja, wir können ja mal gerade einen kurzen Schritt machen. Ja. Das Café besteht aus 3 kleinen Sektionen. Ja. Einmal den sogenannten Beach Club Der Beach Club. mit Farn, mit Palmen und mit Muscheln und mit einer Bambuspergola. Schön. Und ist dieser Bereich jetzt anders von deinem Restaurant drüben? Ja gut, das eine ist das Café, Ja. das andere ist der Beach Club hier und das restliche ist der Garten. Super, zeigst du uns das Restaurant auch? Ja, gehen wir zum Restaurant. Ja, das ist das Wichtigste vom Café. Über 30 verschiedene deutsche Biersorten. Ja, das gefällt den Leuten. Und da gehen jeden Tag sicher einige weg. Da geht jenes weg. Deshalb muss ich auch alle 2, 3 Wochen habe ich eine neue Lieferung aus verschiedenen Ecken. Ah ja. So, Hier weitere Importgüter. Importeure aus Deutschland, deutscher Wein, deutsche Kekse, deutschen Kuchen, Ja, sehr lecker. Marmelade, Sehr lecker. Mixed Pickles, Gurken und ja, noch so vielleicht kleine Kleinigkeiten, deutscher Sekt. Ah ja. Rotkäppchen, Sekt, Senfgurken. Ja, die Rezeption Ja. und der Garten Ah ja. mit dem Café hier. Sehr schön. Buenas tardes. Das sind auch unsere Angestellten. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal hinten zum Sanitärbereich. Ja. Was auch sehr nützlich ist hier, du hast eine Waschmaschine für deine Camper, gell? Genau. Waschmaschine ist hier unentbehrlich. Ja. Nicht nur für uns, sondern auch für die Camper. Ja. Und ja, hier ist so der Sanitärbereich, Trinkwassertank mit Pumpstation. Man kann dein Trinkwasser, wenn man nichts gegen Chlor hat, auch Genau, trinken. Ne? das kann man hier. Das Wasser ist sehr gut. Ja, hier sind die Duschen, die Bäder, die Waschmaschine, Wäsche zum Trocknen. Die ganzen Overländer Einrichtungen haben hier Stromanschluss, 220 Volt, 110 Volt. Praktisch. Internet, wie gesagt, in allen Ecken. Trinkwasseranschluss zum Bunkern. Ja. Dann haben wir einen Pozo für Dampfwasser, also Ja. Schmutzwasser. Ja. Und das sind eigentlich so die Sachen, die die meisten brauchen. Ja. Und dann sage ich, ich bin ja jetzt seit einer Woche Rentner.
Genau, und sollte sich jemand mal mit dem Gedanken anfreunden wollen, so ein Geschäft zu übernehmen hier in Ecuador, kann er mich ruhig kontaktieren. Dein Kundenstamm besteht, oder? Das ist klar, Ja. das laufende Geschäft. Das ist ein einschlägig bekanntes Geschäft oder eine touristische Einrichtung, die über weit die Provinzgrenze hinaus bekannt ist. Ja. Im Prinzip braucht sich hier nur einer hinzusetzen, die Kasse zu übernehmen und das Geschäft läuft. Ja. Ja, man muss deutsche Würste mögen und deutsches Bier, oder ist keine Voraussetzung? Nein, das ist keine Voraussetzung. Voraussetzung ist, dass man sich mit so einer Geschäftsidee identifiziert und dass vielleicht auch jemand mal Lust hat, sich vorstellen zu können, wie ich vor 12 Jahren ausgewandert bin, hier auch mal auszuwandern und dieses Geschäft vielleicht irgendwann mal weiterzuführen. Bin ich auf jeden Fall offen und man kann mich gerne deswegen kontaktieren. Ja, ich glaube, man kann dich auf jeden Fall kontaktieren, ob es jetzt nur für einen Urlaub ist, für ein Overlanding Adventure, ob man Fragen hat für Ecuador, für Auswandern nach Ecuador kennst du dich sicher auch gut aus, ne? Du bist bei allen hier behilflich. Also nach 12 Jahren Ecuador an diesem Platz und in Ecuador an verschiedenen anderen Plätzen darf ich behaupten, dass ich einige Tipps geben kann. Das glaube ich dir. Ja, also uns gefällt es ja sehr gut. Wie beim letzten Mal habe ich schon gesagt, ich kann dir noch immer nicht sagen, wie lange wir noch hier sein werden. Jetzt sind es schon über 3 Wochen, glaube ich. Uns gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ja, danke Hans, dass du uns heute deine Finca gezeigt hast. Ja, vielen Dank für euer Interview. Na sicher. Gut. Bei mehr Interesse zu Hans und Finca Sommerwind schau in die Beschreibung. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Infos über Auswandern nach Südamerika. Dann herzlich willkommen alle Overlanders. Welcome all Overlanders in Sommerwind. Bienvenidos.